For English subtitles, push the subtitles button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen heute mal passend zum Thema sogar. Ne? Also falls es euch schon mal aufgefallen ist, mache ich eigentlich selten. Ich tue immer Intro-Tierchen ein bisschen was anderes bringen, damit so für jeden was dabei ist sozusagen. Aber heute passt es zum Thema. Das hier ist der Semi-Black. Ich habe ihn euch schon mal gezeigt. Das ist ein Tier, das ich in Afrika so gekauft habe, zusammen mit 4, 5 Geschwistertieren. Der hat sich toll entwickelt, ist noch mindestens so schwarz, wie er als Baby war. Finde ich toll. Für dieses Jahr, für die Zucht, ist sie noch zu klein, ist ein Weibchen. Aber nächstes Jahr wird die bestimmt in die Zucht gehen. Und da bin ich mal gespannt, ob man irgendeine neue Black-Linie auf diese Semi-Black basierende Afrika-Tiere, ob wir da was Neues machen können, freue ich mich echt drauf. Und ich weiß nicht, ob es euch so geht, aber ich finde es schon, so ein schwarzer Königspython ist einfach wunderschön. Ihr erinnert euch vielleicht an die letzten Ballroom News. Wenn ihr hier mal schaut, es hat sich alles etwas verändert. Ich habe Jahre oder gar Jahrzehnte lang ja immer die Brutapparate genommen. Der Raum hier hat um die 30 oder über 30 Grad. Ne? Und letztes Jahr ist mir es passiert, da ist zweimal ein Brutapparat, der wahrscheinlich auch schon ein wenig in die Jahre gekommen war, hat er überhitzt. Und da sind mir die Eier kaputt gegangen durch die Überhitzung. Und dann habe ich mir gedacht, naja, eigentlich muss ich den Brutapparat ja gar nicht einstecken, weil hier drin der Raum ist ja warm, beziehungsweise umso höher wir in dem Regal gehen, umso wärmer wird es. Habe ich nachgemessen, da oben hat es 31, 32 Grad. Und da kam die Idee, also ihr werdet sagen, ja, wie blöd bist du denn eigentlich, dass du die Idee erst Jahre später hattest. Aber dass eigentlich der Raum an sich warm genug ist und man gar keine Brutapparate braucht. Deswegen haben wir jetzt hier diese neue Methode mit diesen Boxen. Das sind diese, ich glaube, wie viele Liter haben die? 15 Liter oder wie viel da reinpassen in so eine Box, also vom Volumen her. Da machen wir jetzt jeweils ein Gelege rein, schreiben drauf, was es für ein Gelege ist. Und dann ist das natürlich perfekt. Also wir haben auch weniger Arbeit damit, weil wir die Eier, ihr erinnert euch an den alten Folgen, da haben wir die Eier beschriften müssen, Gelegenummer oder Terrarium Nummer 28b oder irgendwie sowas, müssen wir alles nehmen. Wir schreiben es hier auf den Zettel, kleben den dran und machen die Eier da rein. Und dann haben wir da die Babys schlüpfen. In dem Fall haben wir ein Blue Eye Lucy Gelege. Ne? Da können wir gucken, die Verpaarung war ein Super Lesser mit Lesser Mojave, Super Lesser mal Lesser Mojave, also haben wir hier lauter Super Lesser bzw. Lesser Mojave. Den Mojave müsste man später auch ein bisschen erkennen, wenn der Mojave drin steckt, kriegen die immer gleich ein dunklere Schwanzansatz und auch im Kopf. Ja, und so haben wir das perfekt. Wir benutzen weiterhin das Vermiculit, legen da die Eier drauf. Ich kann euch mal noch kurz eine neue Box zeigen, wo ein frisches Gelege drin ist. Mal gucken, was ich hier nicht gerade das edelste Gelege jetzt hier spazieren tragen. Genau so sieht es aus. Wir machen diese Schalen da rein. Da liegen dann die Eier trocken, liegen nicht direkt im Vermiculit, sondern auf diesen Kunststoffschalen drauf und Deckel drauf. Falls ihr euch wundert, was dieses Loch hier soll, das ist keine Absicht in dem Sinne, sondern wir haben von diesen Boxen wahnsinnig viele gehabt, die wir als Versteck oder als Moosboxen früher verwendet haben. Ne? Da haben wir ein Loch reingemacht, haben Moos, deswegen waren das Moosboxen. Also haben wir hier massig mit Deckel, mit Loch, wollen wir nicht wegschmeißen. Deswegen müssen wir hier diese Plastikfolie reinmachen, damit die Babys nicht aus den Boxen rauskommen. Das Gelege haben wir hier gesehen.
Hier ist noch ein zweites am Schlüpfen. Enchi Pastell mal Stranger Head Pied. Enchi Pastell mal Stranger Head Pied. Beziehungsweise oder Mojave Stranger. Genau, da war bestimmt der Mojave Stranger drauf, weil hier überall Mojave drin ist. Also Enchi, nochmal, Enchi Pastell mal Mojave Stranger. Enchi Pastell mal Mojave Stranger. Da sieht man wegen den Enchi durch. Ja, nichts übermäßig Spektakuläres, wobei Stranger nach wie vor natürlich auch eine schöne Sache ist. Ich hatte auf heute gehofft, hier haben wir Axanthic Head Clown mal Clown Head Axanthic. Also da müssten Axanthic Clown Babys rauskommen. Leider noch alle Eier zu. Gerade da nochmal vorsichtig gucken, aber ist noch alles zu. Vielleicht kann ich euch, ja, vielleicht können wir da auch noch ein paar Bilder nachschieben von so einem Axanthic Clown, der da die nächsten 2-3 Tage dann schlüpfen müsste. Hatte ich eigentlich für heute gehofft. Ihr seht auch nochmal, wie die Eier liegen. Jetzt am Schluss fallen sie ein bisschen ein. Ne? Kennt ihr ja, wenn sie dann so kurz vorm Anritzen sind, tun sie so einfallen. Und also in 2-3 Tagen müssten da die ersten Babys ihre Köpfchen rausgucken lassen. Wir sind ganz am Anfang von der Zucht. Hier Gelege Nummer 18. Das hier war 16, also das heißt 15 Gelege sind geschlüpft. Das ist noch gar nichts. Im Moment sind wir bei Gelege Nummer 62. Ich erwarte, alles in allem werden es bestimmt wieder um die 200 Gelege werden, die wir haben. Also müssen noch mindestens 140 Gelege kommen, dass wir zufrieden sind. Es sind interessante Sachen dabei. Gut, hier sehe ich was mit Head Sunset mal Doppelhead Sunset Pied. Hier auch nochmal eben Sunset Pied, da haben wir dieses Jahr einiges probiert. Pinhead Sunset, hier Highway eben. Was auch eine ganz tolle Sache, da bin ich total gespannt drauf, wo man mal Afrika Ott, diesen Afrika Ott, den habe ich euch mal gezeigt im letzten Jahr. Das ist ein Männchen, das wir aus Afrika bekommen haben. Da bin ich mal gespannt, ob der das irgendwie kodominant vererbt oder wie er vererbt. Also da haben wir, ich glaube, noch 2-3 andere Gelege mit diesem Männchen, die müssten schon liegen. Ich denke, so werden wieder spannende Sachen kommen. Jetzt gucken wir noch von den ersten Babys ein paar schöne an. Und ja, so wird unsere Ballroom News Folge dieses Mal. Die paar ersten Babys haben wir hier. Wir werden euch jetzt parallel dazu noch Bilder nach der Häutung einblenden. Also da müssen wir in ein paar Tagen, muss ich nochmal nachfilmen, und diese nachgefilmten Bilder werden wir euch dann immer zum Tier einblenden, weil wenn ich das Tier euch in der Häutung zeige, dann ist das, da wird sich jeder denken, ach, das ist ja mal gar nichts, oder da sieht man ja gar nichts. Hier haben wir ein Clown Bongo Pinstripe. Clown Bongo Pinstripe. Ihr wisst, dass wir immer recht viel mit Clown und Bongo machen. Hier steckt noch der Pinstripe mit drin. Finde ich wirklich toll gelungen, wenn wir uns die Seitenzeichnung angucken oder diesen Kontrast und die Flanken. Bestimmt eine schöne Sache von diesem Jahr. Dann haben wir natürlich wie jedes Jahr auch wieder einiges mit Crevel Superstripe Yellow Belly mit diesem Komplex gemacht. Hier haben wir ich glaube, es ist ein Spectre Crevel Pastell. Ne, also sieht ähnlich aus wie ein Superstripe, aber ich denke, der Spectre steckt mit drin, nicht der Yellow Belly. Das Ganze noch mit Pastell zusammen.
Wunderschöne Sache, auch nichts Neues, nichts, wo jemand sagt, ach, das habe ich ja noch nie gesehen. Aber nach wie vor eine spektakuläre Combo und eben ganz tolle Farben, ganz tolle Zeichnung, schöne Kopfzeichnung, finde ich wirklich sehr schön gelungen. Dann nochmal was relativ Einfaches, einfach zum Zeigen, dass man auch mit wenig Zutaten schöne Sachen machen kann. Das ist Bongo Woma, ja, Bongo Woma. Wirklich schöne, klare Zeichnung, schönes Weiß mit drin, diese Braun, diese Schwarzschattierungen, der typische dunkle Bongo-Kopf. Ja, wie gesagt, zwei einfache, in Anführungsstrich, relativ günstige Zutaten und so ein schönes Ergebnis dabei. Das ist nochmal das gleiche, oder beziehungsweise fast das gleiche Bongo Woma, aber in dem Fall ist noch Cinnamon mit dabei. Wieder der typisch dunkle, einfarbige Kopf. Diese hellen Flanken kommen, also die Kombination Cinnamon mit Bongo macht diese hellen Flanken. Und der Woma, denke ich, bringt einfach nochmal ein wenig die schöne Farbe mit rein. Ja. Und dann hat er hier so diese schönen Augenflecken drin, an der Seite diese Gesichter oder wie immer man das nennen mag. Ja, finde ich auch eine tolle Sache und auch eigentlich wie der Vorgänger. 3 relativ günstige Zutaten, Cinni, Bongo, Woma, und kommt so ein schönes Ergebnis dabei raus. Da haben wir auch was, wo es an sich schon seit Jahren gibt, aber was der Schönheit keinen Abbruch tut. Das ist Clown mit Banana und vielleicht noch Pastell mit drin. Also kann man in dem Fall dann gar nicht mehr so leicht sagen, aber ich glaube, der Pastell steckt auch mit drin. Also Clown, Banana, Pastell. Wie gesagt, auch nichts ganz Neues, nichts, was man jetzt schon vielleicht oft gesehen hat, aber meiner Meinung nach eine der schönsten, ja eigentlich, also zumindest im Banana Coral Glow Bereich, eine der schönsten Kombos, die man damit machen kann. Und was in einer erfolgreichen Saison nicht fehlen darf, ist natürlich ein Sunset. Haben wir dies hier auch schon mal Glück gehabt. Ein Gelege mit, das war auch mit Hetero gemacht. Der ist in dem Fall sogar dann Possible Piebald, also Sunset Pos Pied. Das ist natürlich auch eine tolle Sache. Vielleicht was wir uns als Holdback behalten werden und gucken, ob wir irgendwann die nächsten Jahre ein Sunset Piebald rauszüchten können. Also nochmal eben der Hinweis, ne, jetzt vor lauter Häutung sieht man ja fast nichts von dem Sunset und deswegen die Einblendung, wie er nach der Häutung aussieht, hätten wir das Ganze eine Woche hier später gedreht, hätten wir uns leichter getan, aber so können wir die Bilder nachreichen, ist ja gar kein Problem. Und mit Sunset als Abschluss kann man nie was falsch machen. Das waren die Ball Python News für nicht für dieses Jahr, nein, gerade eben nicht. Das waren die ersten Ball Python News relativ früh in der Saison, deswegen wie gesagt hier mit Häutung und so weiter. Wir werden bestimmt noch eine zweite Ball Python News Folge machen dieses Jahr, wo wir viel mehr noch zu zeigen haben und auch nicht die Probleme mit der Häutung haben. Schreibt unten rein, was ihr am spannendsten bis jetzt fandet von dem, was ich euch gezeigt habe oder von dem, was gerade aus den Eiern rauskommt. Bin ich gespannt mal auf euer Feedback, hoppala, jetzt beißt er mich sogar noch, was dieses Jahr aus eurer Sicht besonders hip oder angesagt ist. Freue mich auf eure Kommentare, gucke ich rein. Ball Python ist genau mein Ding, das wisst ihr ja. Ja, gern ein bisschen Smalltalk mit euch in den Kommentaren und ansonsten bleibt mir treu und checkt my balls.